Ein absoluter Hotseller. Ja, hier steht er für 24.150 €, aber schon wieder mal eine Version voll der ST-Line EcoSport von Ford. Wir sind bei Sorg in Fulda. Grüß dich, Philipp. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, du hast gesagt, die Heckklappe, da stören sich viele Kunden dran. Aber es gibt auch unglaublich viele Kunden, die finden die Heckklappe richtig pfiffig. Genau, also das ist so ein Ding, man muss es einfach mal ausprobieren, man muss es mal ansehen, kennenlernen. Viele mögen es, manche stören sich dran. Ja, wenn du mir die direkt mal zeigst, die Heckklappe, denn ich sag mal, die Vorwegnahme von Einwänden, das kennst du bei einem Verkaufsprozess. Wichtig ist, man muss sie einmal gesehen haben, sie geht wirklich von der Seite auf, oder? Richtig. Sie öffnet von rechts nach links und das alles halt bequem mit einem Handgriff. Ich habe kein Recken, ich habe kein Strecken und ich habe auch für meinen Kopf letztendlich nichts im Weg. Ich kann frei laden. Philipp, mach nochmal zu. Ich will das nochmal so in der Zeitlupe sehen. Das ist ja ein echter Hingucker, oder? Das heißt, wenn du das machst auf dem Parkplatz, dann sind die Blicke dir, oder? Das stimmt. Das erwartet keiner. Und wir haben auch immer wieder Leute hier bei uns in die Halle, die den ganz konventionellen Öffner hier suchen. Da kann man lange suchen, denn der ist in der Rückleuchte hinten versteckt. So ist das, Philipp. Wir halten unglaublich viel Abstand, denn ganz wichtig ist, dass wir die Sachen eigentlich so präsentieren, wie es der Kunde gerne sehen würde. Deswegen drehen wir auch jetzt diese Videos, dass wir alles mal so ein bisschen zeigen, wie groß ist der Kofferraum. Basis ist hier auch wieder Fiesta? Der baut auf dem Fiesta auf als hoher, großer und wirklich äußerst bequemer Bruder. Das ist so, ja. Da mit der Tür, da komme ich ja nicht drüber weg. Mach die nochmal zu, bitte. Sei so lieb. Ich zeige dir mal gerade von ganz hinten, dass wir es noch einmal sehen, denn es ist wirklich stark. Man muss natürlich den Platz dahinter haben. Jetzt kann man sich überlegen, wenn es nach oben aufgeht, der Hub nach oben ist dann etwas geringer als nach hinten. Das stimmt, aber wir müssen auch immer dann über unseren Alltag nachdenken. Wann laden wir denn im Kofferraum? Oftmals auf Parkplätzen, sei es nach dem Supermarkteinkauf und so weiter. Und da habe ich für das Schwingen der Hecktür eigentlich immer allen Platz, den ich brauche. Das außerdem, ihr kriegt ja Feedback von den Leuten, die das gekauft haben. Die sind happy, oder? Richtig, also das große Stichwort Gewöhnung spielt wie immer eine Rolle. Und wir haben wirklich super viele Kunden vom EcoSport. Das Modell verkauft sich wie geschnitten Brot. Die Leute sind zufrieden. Ja, sehr schön. Ja, jetzt mal aufmachen. Sorry, dass ich eben unterbrochen habe, aber ist so das Detail hier mit der Klappe. Man sieht das auf den ersten Blick gar nicht, dass da der Griff ist, oder? Richtig. Das muss man erstmal kennenlernen, muss wissen, wo er steckt. Sehr schön. Das kennt man ja bei vielen Nutzfahrzeugen, da geht es von der Seite auf, aber nur mit einer Tür, das ist sehr praktisch. Ja, wenn du mal so lieb bist, hier mal... Du wolltest mir eben was zeigen, gell? Richtig, also der Kofferraumboden, der Variable, war unten. Ich kann ihn aber auch anpassen auf die mittlere Stufe, damit ich einfach keine Ladekante hier hinten mehr habe. Damit ich ohne Heben meine Getränkekisten, meine Einkaufskisten rein und raus bewege. Oder vorne nochmal eine Stufe höher. Das ist dann die quasi Übergangsstufe, damit ich perfekt durchladen kann bei umgeklappter Rückbank. Dann habe ich dort, das ist so eine Keilform jetzt, gell? Dann habe ich dort nichts, wo ich hängen bleiben kann, sondern ich kann gerade durchladen bei größeren Paketen. Also was mir auffällt ist, du kennst die Autos wirklich gut. Das heißt, ihr habt Schulungen jetzt im Jahr 2020 mitbekommen. Gab es viele Schulungen? Ja, also die Schulungen, die wir schon immer hatten, fanden jetzt dieses Jahr digital statt. Online über Seminare, wo uns einfach die neuesten Produkte, neue Technologien weiter erklärt werden, dass wir da stets für euch auf dem Laufenden sind. Ja, wichtig ist natürlich, dass es so Kleinigkeiten gibt, die der Kunde oft erst bei der Rückgabe des Fahrzeuges bemerkt. Ja, ich sag mal, ihr gebt das Auto nach 3-4 Jahren zurück und dann sagt er, ja, den kann man da auch so schräg anstellen, da kann man es komplett durchladen. Hätte ich das gewusst? Ja, bei uns wissen das die Kunden in aller Regel, denn bei uns ist es wirklich sehr wichtig, dass wir bei einem Fahrzeugkauf am Ende bei der Abholung auch eine sehr umfangreiche Übergabe durchführen. Das heißt, wenn ich ein Auto von uns bekomme, zum Abholtermin darf ich gern mal 1 bis 1,5 Stunden Zeit mitbringen, damit wir auch alles zu dem Fahrzeug gemeinsam erläutern. Ja, stark ist hier die Reling, multifunktionell. Ich habe die Reling quasi oben drauf, damit ich dann Querträger montieren kann, sei es für Dachboxen, für Skiträger und so weiter und so fort. Ja, der Trend geht ja auf Wunsch zum Kunden. Ihr habt ja ganz große Autos, also ihr verkauft unter anderem Jaguar, ihr habt vorne Nuggets stehen mit allem drum und dran, aber das hier ist jetzt ein knuffiges kleines Auto, aber nicht nur für Leute, die, ich sage jetzt mal, kein Geld haben, sondern es ist sehr hochwertig.
Genau. Der Anspruch ist letztendlich, dass wir dieses bequeme, das erhöhte und komfortable Einsteigen bieten können, bei einem Fahrzeug, was aber trotzdem kompakte Maße, sei es für die Stadt oder für Parkplätze, dann bietet. Und das kann der EcoSport perfekt. Ja, zweifarbiges Design, rot und schwarz. Sehr, sehr schick. Wenn du nochmal zumachst bitte hinten. Das sei mal so lieb, dass wir da komplett die Optik nochmal sehen. Von hinten ist er rot, aber da ist er auch schon schwarz. Das zweifarbige ist nicht Serie. Doch. Beim ST-Line in der Form ist es Serie. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass der ST-Line, trotz dessen, dass er zu den höherpreisigen Linien gehört, super erfolgreich sich verkauft. Dort habe ich dann all diese Designmerkmale. Schwarzes Dach, tolle Felgen, hier schwarze Akzente am Stoßfänger hinten. Das habe ich dann serienmäßig mit dabei. Ja, ihr seid bei Sorg, ihr habt viele Lagerfahrzeuge da. Bei euch kann man sogar die neuesten Fahrzeuge sehen. Ihr haltet auch die, ich sag mal, die Vorführfahrzeuge. Das ist wichtig. Was man nicht zeigen kann, kann man nicht verkaufen. Richtig. Wir haben von jedem Modell das Ziel, auch immer einen zum Testen, zum Fahren da zu haben und in der Ausstellung entweder zum Zeigen oder zum direkt kaufen und mitnehmen. Rot, was ist das für eine Farbe? Wie ist der Name? Das ist in dem Fall nicht mehr Ruby Rot Metallic, so hieß das früher. Ich muss jetzt kurz spicken. Ja, wir schauen mal kurz nach auf den Zettel, bitte. Lucid Rot. Worden von Lucid Rot. Mein Gott. Ein ähnlicher Farbton, schön tief, nicht ganz das Strahlerot wie von Ferrari, wie von der Feuerwehr, sondern richtig edel, richtig schick, aber trotzdem noch sportlich. So, ich gucke mal kurz hier vorne. Also der 1,0 Liter EcoBoost, der hat jetzt auch einen Mild-Hybrid oder ist das ein reiner Benziner? Das ist der 1 Liter Turbobenziner, wie man schon wirklich seit 8, 9 Jahren haben. Immer weiterentwickelt, räumt immer wieder Preise ab, aber in dem Fall der EcoSport kommt ohne Mild-Hybrid aus. Ja, ein Turbo, ich nehme an 3 Zylinder? Richtig. 3 Zylinder, 1 Liter Hubraum. Die Leute denken immer, wow, wie geht das denn, wie funktioniert das denn? Unsere Antwort darauf ist, einfach mal einsteigen, einfach mal fahren. Die Begeisterung kommt von selbst. Assistenzsysteme bei dem Fahrzeug, was ist da denn so verbaut bei der ST-Line? Assistenzsysteme, entweder Serie oder auf Wunsch, habe ich Parkpilot vorne und hinten, die typischen Sensoren, wie wir sie kennen. Ich habe toter Winkelassistent in den Außenspiegeln, wenn ich möchte, Berganfahrassistent, damit ich einfach gut durch meinen Alltag komme. Die Spur zu halten, ist das möglich hier? Automatisch, geht nicht, gell? Das heißt, wir sind ja jetzt hier in der Einstiegsklasse. Wenn ich jetzt hier so reinfilme, es ist schon sehr, sehr aufgeräumt. Innen drin hat man das Gefühl, die Fahrzeuge bieten viel mehr Raum, wenn man innen sitzt, als man von außen vermutet. Das stimmt. Wenn ich drinnen sitze, um meinen Oberkörper, um meinen Kopf drumherum, ich habe wirklich luftigen Platz. Da merkt man gar nicht mehr, dass dieses Fahrzeug sich viel Technik vom Fiesta Bruder teilt. So, ich bleib mal kurz hier. Du steigst bitte mal ein. Ich filme mal kurz durch die Scheibe durch, dass wir das Ganze mal sehen, denn der Philipp ist tatsächlich 1,80 Meter groß und hat gar kein Problem mit dem Fahrzeug. Wenn du oben mal mit der Hand machst, bitte. Ja, ich habe den Sitz noch nicht mal auf mich eingestellt. Ich sitze gern noch mal ein paar Stufen tiefer und da sieht man jetzt schon, ich habe wirklich mehr als eine Hand Platz, 1,5. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. So, hier oben sieht man es, das heißt also von der Höhe her. Du hast ein Lederlenkrad hier in der Ausführung? Richtig, oben das normale Leder, an der Seite sogar perforiert und bei ST-Line mit der roten Ziernaht, was sich in den Sitzen dann auch wiederfindet. So, es ist nicht voll digital das Display, hat aber in der Mitte jetzt eine digitale Anleihe. Richtig, ich habe die konventionellen Instrumente vorne, in der Mitte nochmal ein Bordcomputer. Mein Favorit ist der Digitaltacho. Ich kann mir aber auch Infos zum Verbrauch, zur Reichweite und Co. reinholen. Ja, ein Soundsystem ist ordentlich eingebaut. In der Mitte ein ganz großes Display. Da kann ich auch das Handy spiegeln auf Wunsch? Ich habe immer, wenn ich den Touchscreen habe, serienmäßig auch Apple CarPlay, Android Auto mit dabei. Da kann ich dann die Apps vom Handy wiedergeben. So, bei dir, wie ist das? Ist das jetzt nur mit Bluetooth verbunden, das Gerät? Oder bist du so ein Fan von Android Auto oder von Apple CarPlay? Ich selber komme gut und gerne einfach nur mit der Bluetooth-Verbindung aus, benötige Apple CarPlay nicht, weil die Fahrzeuge ja auch schon oft ein Navi mit sich bringen. Großer Fan bin ich dennoch von der Sprachsteuerung. Ich habe einen zentralen Knopf hier am Lenkrad und dann kann ich meine Befehle für Navigation, für Telefonie einfach einsprechen und ich muss während der Fahrt nie die Hände vom Lenkrad nehmen. Und das funktioniert? Das funktioniert richtig toll. Einzig, wenn ich im Sommer bei Hitze die Fenster unten habe und ich habe Windgeräusche, da kann es schwächeln, aber den Rest des Jahres 100%ig.
So, auch hier die Sitze, da ist jetzt Mikrofaser im Spiel, das heißt, ich habe Leder außen, in der Mitte habe ich so ein ganz tolles automotives Design. Es fühlt sich auch im Winter gut an? Genau, also das ist eine sowohl optisch als auch dann für die Temperaturempfindlichkeit richtig, richtig tolle Kombination. Ich habe eine hochwertige Ledereinfassung außen mit der roten Ziernaht. Dort aber, wo mein Körper Kontakt hat, wo ich sitze, wo ich anlehne, dort habe ich ein tolles Alcantara, ähnliches Material, nicht temperaturempfindlich. Klimaautomatik ist hier auch schon drin? Genau, wir haben hier unten den Regler für die Temperatur, für An-Aus. Das wird alles hier gesteuert. Auf dem Bildschirm wird mir dann gezeigt, wie viel Grad ich habe. Nur wenn ich will, kann ich noch das Gebläse regeln. In aller Regel macht es das Auto selbst. Sehr schön. Wenn du mal kurz sitzen bleibst, ich komme mal kurz auf deine Seite, dass wir das Ganze mal sehen und mir mal vorsichtig mal die Tür öffnest, dann kann man auch mal die Sitzposition vom Philipp sehen, wie breit die Tür auch öffnet. Also fast rechtwinklig geht die Tür auf. Sie hat aber zwei verschiedene Stufen. Wenn du mal die mittlere Stufe beim Zumachen nimmst, so das heißt, dass wir jetzt, ach so, es gibt mehrere Stufen. Okay. Drei Stück gibt's. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt mal eng geparkt habe, ich komme raus. Ich komme raus. Das ist jetzt die enge Stellung in Anführungsstrichen. Und hier kann ich aussteigen, ohne überhaupt Kontakt zur Tür zu haben. Genau, wenn du mal die Tür mal ganz öffnest, bitte, für mich. Dann zeige ich mal gerade so ein paar Details hier drinnen, denn ihr habt tatsächlich ein B&O Soundsystem. Richtig. Bang & Olufsen liefert in dem Fall die Lautsprecher und sorgt dafür, dass ich im Innenraum einen wirklich satten, tollen Klang dann habe. Ja, wir sind hier tatsächlich in der Einstiegsklasse. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe einen höhenverstellbaren Sitz. Richtig. Ich habe eine Lendenwirbelstütze. Ich kann das komplette Fahrzeug quasi auf mich anpassen, dass ich bequem sitze. Der Preisunterschied vom günstigsten bis zu dem hier mit der Maximalausstattung, wie liegen wir da ungefähr? Sind da so 5.000, 6.000 oder? Ja, also wie man es schon kennt, kann man natürlich sein Fahrzeug sehr individuell ausstatten. Da geht es beim EcoSport los bei ca. 17.000, 18.000 Euro. Wenn ich dann aber wirklich hoch hinaus möchte mit aller Ausstattung, die wir bieten, dann sind wir ungefähr bei 6.27. Sehr schön, ja. Mach nochmal zu. Denn den Motor, den verweise ich jetzt mal auf den Puma. Ich nehme an, es ist der gleiche Motor, der mit drin ist, bis auf den Mild-Hybrid, den man dann sieht, der berühmte 3-Zylinder, 1 Liter EcoBoost, hat viele Preise gewonnen. Ja, das Thema Elektromobilität, ja, immer mehr Leute fragen jetzt danach. Wie sieht es bei euch aus in Fulda im Moment? Ist das so, ich sag mal, in der Klasse im Moment eine große Nachfrage oder sagen die Leute, naja gut, jetzt nehme ich noch einmal Benzin mit? Tatsächlich ist die Nachfrage mehr und mehr am Kommen. Was kommt elektrisch, was kommt elektrifiziert? Ford selbst hat eine riesige Elektrooffensive angekündigt innerhalb der nächsten Jahre. Die ersten haben wir auch schon hier. Mild-Hybrid, Vollhybrid, Plug-in-Hybrid und auch in der kompakten kleinen Klasse soll innerhalb der nächsten 1-2 Jahre was rein elektrisches verfügbar werden. Ja, wenn ich das Fahrzeug jetzt hier sehe, habe so, ich sag mal, Lust, mir sowas zu gönnen. Mein Fahrzeug ist vielleicht zu groß oder schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Leute halten ja mittlerweile die Autos sehr lange. Sie gehen ja leider auch nicht mehr kaputt, muss man sagen. Also selbst Fiestas, die 15 Jahre alt sind, die fahren bei euch in der Werkstatt rein und raus. Die überleben das auch. Aber jetzt sagen ja Leute, ich will zum Beispiel mehr Sicherheit haben. Der hat wirklich viel Sicherheit, oder? Ja, ich habe wie bei fast allen unseren Fahrzeugen tolle NCAP-Crash-Test-Ergebnisse, wo die Fahrzeuge reihenweise auch 5 Sterne dann abräumen. Das ja 24.150 Euro. Ja, wenn Sie auf der Suche sind nach einem kompakten Fahrzeug, ihr habt tolle Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten. Auch mal dazu, man muss das Geld nicht bar auf den Tisch legen, kann aber auch gerne seine Hausbank fragen. Das ist so, nehmt ihr Fahrzeuge in Zahlung? Wir nehmen natürlich Fahrzeuge in Zahlung jeder Art. Und um nochmal anzuknüpfen, was du gesagt hast, sind wir super, super happy mit der Ford Bank, einen tollen Partner an der Seite zu haben, wenn es um Finanzierungs- und Leasingangebote geht. Oftmals lohnt sich da der Weg zur Hausbank tatsächlich nicht. Man kann aber auch vergleichen, man kann sich ja auch ein Angebot von der Hausbank holen. Die Freigabe von der Ford Bank, wie lange dauert das ungefähr, wenn ich hier jetzt herkomme? Ich habe jetzt EC-Karte, Personalausweis dabei. Letztendlich, wenn alle Daten vorhanden sind, entscheidet die Ford Bank meist live. Ich gebe alles ein, schicke es an die Bank und innerhalb weniger Sekunden kriege ich eine Rückmeldung. Ja, Schufa sei Dank, sag ich mal so. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind bei Sorg in Fulda.
Und ja, wir drehen jetzt schon mit dem Philipp schon das zweite Video. Ein tolles Auto, die Farbe Rot. Ich sag mal so, da scheiden sich auch wieder mal die Geister. Es fällt unglaublich auf. Im Straßenverkehr bin ich damit besser sichtbar, ganz klar. Es ist eine Geschmackssache. Gerade zu den sportlichen Linien harmoniert eine Farbe mit viel Charakter wirklich richtig gut. Ich selber bin hier der allergrößte Fan unserer roten Lackierung. Nicht alle Kollegen sehen das so. Wie immer einfach Sache des Geschmacks. Ja, so ist es. Ja, Sorg in Fulda. Wenn Sie Lust haben, die Menschen kommen aus ganz Deutschland zu Sorg nach Fulda, einer der ganz großen Ford-Händler in Deutschland. Wir stehen jetzt hier im Neuwagenbereich mit Philipp zusammen. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie mal vorbei und ja, am besten mal selber einsteigen, mal Probe fahren. Preise, ihr macht sehr, sehr gute Preise. Das heißt, also Leute kommen wirklich aus ganz Deutschland zu euch. Ja, also wir sind einer der größten Händler Deutschlands. Wir sind stolz, dass wir diese Preise auch überhaupt bieten können und geben das natürlich dann gern unserer Kundschaft weiter. Kommen Sie vorbei, lassen sich begeistern und fahren Sie die Autos auch unbedingt Probe. Du hast eine Rufnummer, Philipp? Meine Rufnummer ist die 0661 495060. 495060 in Fulda. Richtig. Richtig. Vielen Dank, Philipp. Tschüss. Tschüss, danke.